Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: neuer Story-Trailer zum Wikinger-Epos Norse, Starship Troopers wappnet sich mit neuer Roadmap für die Zukunft, RTS Strive Heavy Lies the Crown verlässt den Early Access, hingegen steht die Göttersimulation Vater Deum kurz vor selbigem, Stronghold Crusader bekommt neuen Koop-Modus, The Scoring präsentiert Fahrplan bis zum Release, erstes Gameplay zu Whiskerwood, neuer DLC zu Age of Mythology Retold, Anmeldestart für den ersten The First Explorers Playtest und Anno 117 stellt Varianten und ersten Season Pass vor. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung ist sowohl Starship Troopers Terran Command als auch Strive Heavy Lies the Crown, da ich heute zu beiden RTS-Titeln News für euch habe. Dazu aber gleich noch mehr. It is a strange crew which sets out on the sea road. Norse Earth of Blood ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in welchem ihr auch euren eigenen Clan samt Wikinger-Siedlung aufbauen dürft. Highlight ist aber die mit vielen Cutscenes erzählte Rache-Story, in welcher ihr den Mord an eurem Vater rächen dürft. Passend dazu hat Entwickler Arctic Hazard diese Woche einen neuen 90-sekündigen Story-Trailer veröffentlicht, der euch weiter auf das Wikinger-Epos einstimmt. Ich habe dem Titel bereits ein extra Preview-Video gewidmet. Wenn ihr also mehr wissen möchtet, schaut da gerne mal rein. Gunnar, I want to talk to you and I think you'll like it. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be men at all. Auch bei Starship Troopers Terran Command geht es stetig vorwärts. Denn pünktlich zum 3-jährigen Jubiläum hat der Titel via brandneuer Roadmap den kommenden Content bis Anfang 2026 präsentiert. So erhält die mobile Infanterie im Sommer und im Herbst jeweils 2 kostenlose Erweiterungen, welche den neuen Territory Mode und auch die Kampagne um neue Einheiten ergänzen. Dazu könnt ihr Ende 2025 und Anfang 2026 2 neue DLC-Pakete kaufen. DLC 1 Battle Group führt einen neuen Planeten samt Biom ein und hetzt dann passend dazu neue Bugs in euer Sperrfeuer. Zudem soll es neue Gameplay-Mechaniken, neue Einheiten und Technologien geben. DLC 2 soll dann in 2026 die Story-Kampagne erweitern und die Geschichte rund um den aussichtslosen Kampf der Menschheit gegen die Insekten-Aliens fortsetzen. Wer das RTS noch nicht gespielt hat, dem möchte ich das unbedingt ans Herz legen. Zumal ihr den Titel bei meinem Partner Instant Gaming für gerade mal 1,50 € mitnehmen könnt, was wirklich quasi geschenkt ist. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Launch sequence initiated. Air support en route. Target locked. Man muss es leider ganz ehrlich sagen. Nach aktuellen Spielerzahlen ist Strive Heavy Lies the Crown krachend gefloppt. Dabei war das RTS mit großem Citybuilder-Part und toller Geschichte, dazu unterschiedlichen Völkern und toller Grafik alles andere als eine simple Indie-Gurke. Vielleicht auch deshalb macht das dieses Spiel jetzt zum absoluten Geheimtipp, welcher durchaus mehr verdient gehabt hätte. Mit dem Full Release am 18. Juni endet die Early Access Phase entsprechend früher. Empfehlen kann ich das Spiel trotzdem. Bei Instant Gaming könnt ihr Strive für 22,40 € und damit gute 5 € günstiger als auf Steam direkt mitnehmen. Gönnt euch! Inspired by the god games of old. Die Göttersimulation Vater Deum ist hingegen auf den Spuren der beiden Black-and-White-Kultspiele aus den frühen 2000ern. Wenn auch ohne Kreaturen, verwaltet ihr als Gott eure Untertanen, baut Siedlungen, wirkt Wunder und beeinflusst das Wetter.
Zudem könnt ihr natürlich settingbedingt wahlweise als guter oder abgrundtiefer böser Gott hantieren. So könnt ihr zum Beispiel auf Menschenopfer setzen, um Dämonen zu beschwören, oder mit Dorffesten Liebe verbreiten, was sich dann auch auf den Artstyle der Landschaft auswirkt. Fatadeum startet im September 2025 in seine Early Access Phase auf Steam. Hingegen könnt ihr mit der Definitive Edition von Stronghold Crusader schon am 15. Juli beginnen. Zudem gibt es aktuell passend zum Steam Next Fest auch nochmals eine Demo zum Antesten. Ganz neu ist der nun vorgestellte Koop-Modus. Hier könnt ihr dann nicht nur verbündet nebeneinander 2 Burgen errichten, sondern jetzt auch gemeinsam an einer werkeln und euch entsprechend die Ressourcen teilen. Das bedeutet auch, dass sich so ein Spieler auf den Burgenbau und der andere rein auf die Verteidigung und den Angriff konzentrieren kann, was schon irgendwie ganz cool klingt. Um euch das Ganze noch schmackhafter zu machen, enthält die Definitive Edition von Stronghold Crusader zusätzlich noch eine reine 10 Missionen lange Koop-Kampagne, in welcher dann auch eine brandneue Gegner-KI zum Einsatz kommt. It appears an ally needs your help, my lord. Weiter geht's mit Warcraft 4 oder nennen wir es doch einfach The Scoring. Der Titel, der bereits mit seiner Demo ein feuchter Traum für Fans von schnellen RTS-Titeln ist und bereits auf 150.000 aktive Spieler zählen kann, bewegt sich nun auch langsam in Richtung Release. Angepeilter Termin für den Early Access ist jetzt der 14. August, welcher in Form einer ersten Roadmap präsentiert wurde. So soll der Titel schon im August einen Map-Editor erhalten, ein Winterbiom folgen und Luft- und Wassereinheiten ergänzt werden und natürlich auch später um eine Singleplayer-Kampagne erweitert werden. Der Titel ist ein Paradebeispiel, wie man es richtig macht und eine große Community um sich aufbaut, während man nebenher ganz gemütlich mit Blizzard Schlitten fährt. Endlich Neues gab es auch zum vermeintlichen Timberborn-Killer Whiskerwoods, welches jetzt um einen kurzen Gameplay-Trailer erweitert wurde. Auf der Flucht vor der Katzenherrschaft flüchtet das Volk der Mäuse auf eine kleine Insel, um dort eine neue Kolonie zu gründen und um sich für den Kampf gegen die Katzen vorzubereiten. Grafisch macht der Titel schon jetzt echt was her und scheint auch in Sachen Komplexität richtig was zu bieten zu haben. Einen Termin gibt es hier zwar noch nicht, er soll aber noch 2025 soweit sein. The defender of my homeland could be my daughter. Auch Age of Mythology Retold wird weiter erweitert. So wird der neue DLC Heavenly Spear im Herbst das Age of Empires Spin-off um eine 12 Missionen lange Kampagne rund um das Volk der Japaner erweitern. Somit werden Samurai mit mythischen Kreaturen gemixt und noch mehr Abwechslung ins Spiel gebracht. You can't rule if the Heavenly Spear is mine. Mitunter das Highlight der Woche ist aber natürlich der Anmeldestart für den ersten richtigen Playtest für den Die Siedler-Rettungstitel The First Explorers vom Ein-Mann-Entwickler Sebastian Buchwald aus Karlsruhe. Playtest 1 läuft vom 26. bis zum 30. Juni, also 4 Tage, für dessen Teilnahme ihr euch noch bis zum 17. Juni bewerben könnt. Alle Teilnehmer stehen unter einem strikten NDA. Das heißt, dass Screenshots oder gar Videos nicht geteilt werden dürfen. Der Inhalt des Tests ist auch geheim. Klar ist aber, dass bisher nur die Römer spielbar sind und es wohl maximal 2 Karten gegen die KI zum Antesten geben wird. Das Anmeldeformular packe ich euch oben ins i sowie in die Videobeschreibung. Interessierte sollten außerdem dem The First Explorers Discord beitreten. Last but not least gibt es dann auch schon wieder News zu Anno 117 Pax Romana. Nachdem wir uns diese Woche schon ausführlich mit dem neuen Kampfsystem beschäftigt haben, soll es heute noch um den Release, die Editionen samt Preisen und den ersten Season Pass gehen. Anno 117 erscheint somit in 4 Versionen.
Zum einen als digitale Standard Edition für 60 €, als Tribune Edition für ebenfalls 60 € exklusiv als physische Version im Handel mit Steelbook und 3 Lithografien, sowie als digitale Gold Edition, welche dann bereits den Season Pass 1 für das erste Jahr enthält, für 90 € oder als allumfassende Collectors Edition für schlappe 160 €. Für die 160 € erhaltet ihr aber auch neben der Gold Edition ein exklusives 3D-Puzzle des Kolosseums, neben dem 84-seitigen starken Artbook 2 Münzen und das Anno-Logo als übergroßer Briefbeschwerer. Apropos Brief, ein A2 Blueprint, die 3 Lithografien und ein Brief des kultigen Stadtschreiers sind auch noch enthalten. Wer sich für die Governors Edition interessiert, muss sich aber beeilen, bei Amazon war diese wohl schon zeitweise ausverkauft. Alle Vorbesteller erhalten außerdem ein extra Wolf-Spielersiegel, eine Schlachtstandarte, den Marktschreier als Statue und noch eine Wolf-Statue als weiteres Zierobjekt. Wie bei Anno 1800 erfolgreich umgesetzt, wird auch das neue Anno über Seasons jährlich mit Content erweitert. So kennen wir zum ersten Season Pass zwar noch nicht den genauen Inhalt, können aber über den ersten Werbeshot schon einiges ableiten. DLC 1 dreht sich entsprechend um einen Vulkanausbruch, welcher wohl auf den Vesuv und die damit einhergehende Zerstörung von Pompeji ca. 80 Jahre nach Christus anspielen könnte. Sollte man sich an den zeitlichen Rahmen halten, dürfte der Vulkanausbruch hier also schon über 25 Jahre zurückliegen und ihr dementsprechend mit dem Wiederaufbau der antiken Stadt beschäftigt sein. In DLC 2 wird sich dann wohl alles um Gladiatorenkämpfe drehen und vielleicht eine Spartacus-Geschichte erzählt werden. Zeitlich passt es hier aber nicht ganz, da Spartacus bereits 71 vor Christus starb. Hingegen starb Kleopatra etwas näher dran um 30 vor Christus, welche dann auch nicht so recht in den dritten DLC passen möchte, welcher das Spiel dann in Richtung Ägypten erweitert, welches in der Zeit der Pax Romana von den Römern besetzt war. Einen genauen Preis für den Season Pass alleine gibt es noch nicht. Da zwischen der Standard- und Gold Edition aber 30 € liegen, solltet ihr hier entsprechend mit 30 bis 40 € rechnen. Puh, was eine Woche, Wahnsinn. Wie gesagt, wer was zum Zocken sucht, schaut sich Starship Troopers Terran Command und Drive Heavy Lies the Crown an. Und für noch mehr Gaming News dürft ihr natürlich auch gerne ein Abo in diesem kleinen Nischenkanal dalassen. In diesem Sinne, euch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.